we will do B1 level Schreiben. So in Schreiben today we will do only Teil 1. So let's start with the Teil 1. In Teil 1 you have to write an email. Right. So email should be of 80 words. At least you have to write 80 words. So let's see some examples. Schreiben Sie eine E-Mail. First is Ihr Cousin, der in einer anderen Stadt wohnt, hat gerade das Abitur mit einer sehr guten Note bestanden und möchte das mit einer großen Party feiern. Bedanken Sie sich für die Einladung und sagen Sie zu. Machen Sie Vorschläge, wie Sie bei den Partyvorbereitungen helfen könnten. Schreiben Sie, wann Sie kommen und wie lange Sie bleiben werden. So you have to mention about these 3 points and don't forget the salutations and the ending. So let's start. Lieber Peter, endlich hast du dein Abitur mit sehr guten Punkten bestanden. Ich freue mich darüber. Ich bedanke mich für die Einladung zur Abiturfeier und ja, ich komme sehr gerne. Wenn du Unterstützung brauchst, kann ich bei den Vorbereitungen helfen. Ich kann dir nicht nur beim Kuchenbacken, sondern auch beim Dekorieren helfen. Darüber hinaus bringe ich auch meine Gitarre mit. Nächste Woche habe ich keine Arbeit, deswegen bin ich am Mittwoch gegen 15 Uhr da. Ich bleibe voraussichtlich bis Samstag. Bis bald, viele Grüße, Anna. So at least you have to write the 80 words. You have to mention B1 grammar and B1 vocabulary, which is very, very important. Let's do the second example. Sie haben gestern jemanden kennengelernt. Sie fanden ihn sehr nett und haben auch Handynummern ausgetauscht. Berichten Sie einen Freund darüber. Wo und wie haben Sie ihn kennengelernt? Was haben Ihnen an ihm sofort gut gefallen? Bitten Sie um Rat, was Sie jetzt machen sollen. So, let's check. Hallo Peter, gestern ist etwas Lustiges passiert. Ich war im Einkaufszentrum und habe dort zufällig einen Jungen getroffen. Mir hat sofort gefallen, weil er sehr freundlich war. Sein Name ist Max. Er ist super sympathisch und hat echt lustigen Humor. Wir haben uns total gut unterhalten und haben wir auch unsere Handynummer ausgetauscht. Ich würde ihn gerne auf einen Kaffee einladen, aber jetzt bin ich unsicher. Könntest du mir etwas empfehlen? Was soll ich tun? Ich freue mich auf deinen Vorschlag. Viele Grüße, Anna. So this was again an informal letter. So according to that, you have to write an email. Let's do the next. Sie haben einen kleinen Hund gefunden und mit nach Hause genommen. Schreiben Sie einen Freund darüber. Erzählen Sie, wo Sie den Hund gefunden haben und beschreiben Sie ihn. Warum wollten Sie den Hund zuerst nicht zu Hause nehmen? Schlagen Sie Ihrem Freund vor, Sie zu besuchen. So let's again write this mail, and also this is again an informal email. So basically your Schreiben lines, most of the time it is informal. 99% chances are there that it will be always an informal letter, informal email. Hallo Peter, gestern Abend habe ich am Bahnhof in der Nähe der Gepäckaufbewahrung einen kleinen Hund gefunden. Er sah hilflos und verloren aus. Aber er ist wirklich niedlich und braun. Er hat kleine weiße Pfoten. Wie du weißt, ist meine Mutter allergisch gegen Hundehaare. Deshalb wollte ich zuerst ihn nicht mit nach Hause bringen.
Aber dann habe ich ihn doch mitgenommen. Jetzt kümmere ich mich ihn. Ich schlage vor, am nächsten Samstag uns zu besuchen. Schreib mir bald viele Grüße, Anna. So you can also add more lines. You can also add more connectors as you want. Last is, ihre Hobbys fotografieren und sie nehmen an einer Fotoausstellung teil. Ein Freund konnte bis jetzt nicht kommen, weil er krank war. Beschreiben Sie die Ausstellung. Hat sich die Teilnahme bisher gelohnt? Machen Sie einen Vorschlag für einen gemeinsamen Besuch für die Ausstellung. This is Besuch. You can correct this. So let's write the email. Lieber Peter, ich hoffe, es geht dir inzwischen besser. Die Ausstellung war fantastisch und findet in der Galerie Star statt. Es gibt tausende Fotografen, die teilgenommen haben. Die Teilnahme hat sich auf jeden Fall gelohnt. Darüber hinaus habe ich nicht nur neue Kontakte geknüpft, sondern auch ein Angebot für ein neues Projekt bekommen. Vielleicht schaffst du es ja sogar in den nächsten Tagen vorbeizukommen. Die Ausstellung läuft noch bis Samstag. Ganz liebe Grüße und weiterhin gute Besserung, Anna. So you have to write the emails like this. Try to use more connectors, B1 grammar, more redimetals. Like B1 grammar, you have to use relative, which is important. Connectors, double connectors. Try to use more and more. Su, damit, su plus infinitive, lassen. All of these are like B1 grammar. So practice this more and more. If you like my video, then please like, subscribe, and share. This done and cheers. See you and bye.